Das sind deine Facettengelenke. Die sind eine häufige Ursache für Beschwerden an der unteren Wirbelsäule. Diese Schmerzen treten auf, weil diesen Bereich, diese Gelenke, unter sehr viel Druck stehen. Unsere aufrechte Haltung sorgt dafür, dass der Bereich sehr überbeansprucht wird. Und durch diese Überbeanspruchung plus eine Überbelastung können dann Entzündungsprozesse auslösen. Ein Hinweis dafür, dass die Facettengelenke die Ursache für deine Beschwerden sind, ist zum Beispiel, dass deine Schmerzen eher dann auftreten, wenn du in der Überstreckung gehst oder wenn du einen Berg runterläufst. Dann tut der Rücken am meisten weh. In diesem Video zeige ich dir 3 einfache Übungen, wo du die Mobilität für deine Wirbelsäule verbesserst, die Gelenke entlastest und die Muskulatur von dem Rücken noch zusätzlich verstärkst. Bei den beiden ersten Übungen geht es darum, dass du die Beweglichkeit von diesen Gelenken wieder steigerst und bei dem dritten danach um die Kräftigung. Und für die erste legst du dich jetzt auf den Rücken. Du versuchst jetzt, die Beine zu dir ranzuziehen und dann dazu noch das Becken. Dabei erzeugst du eine Beugung von der Lendenwirbelsäule. Du solltest eine leichte Dehnung bzw. ein Ziehen spüren auf den hinteren Anteil von deinem Rücken. Und dann lässt du die Knie wieder los, die Beine wieder los und gehst hierbei fast in ein leichtes Hohlkreuz. Und dann ziehst du die Beine wieder ran. Ziel dieser Übung ist, dass du hauptsächlich die Bewegung an der Lendenwirbelsäule spürst mit einem Hohlkreuz und geraden Rücken. Bei dieser Bewegung erhöhst du die Gleitfähigkeit von diesen Gelenken und das wirkt auch schmerzlindernd. Das solltest du jetzt mindestens 20 Mal machen. Wichtig dabei ist, dass du die Übung ganz langsam durchführst. Wenn du jetzt die 20 Wiederholungen hinter dir hast, stellst du jetzt deine Beine auf, die Füße ganz nah nebeneinander und auch die Knie ganz nah nebeneinander. Wichtig ist, dass die Beine die ganze Zeit zusammenbleiben. Fokus von der Übung liegt jetzt auf den Becken- und Lendenwirbelsäulebereich und nicht auf die Hüfte. Du legst jetzt halt deine Oberarme jetzt ab auf der Liege, versuchst dabei jetzt die als Anker zu nutzen, dass deine Brustwirbelsäule so weit wie möglich auf dem Boden bleibt. Und dann lässt du die Knie seitlich wegfallen. Und bei dieser seitlichen Bewegung sollte am Ende definitiv, wenn du jetzt halt nach links gehst, deine rechte Schulter auf dem Boden bleiben. Du legst die Beine leicht ab und ziehst sie dann zusammen wieder in der Mitte, um dann zu deiner rechten Seite zu kommen. Und wenn du jetzt nach rechts runterkommst, sorg dafür, dass deine linke Schulter komplett auf dem Boden bleibt. Langsam wieder in der Mitte und dann nochmal in die Gegenrichtung. Ziel wäre, dass du die Knie auf den Boden bekommst, ohne dass deine Schulter dabei den Boden verlässt. Und dann wieder zurück in der Mitte hin. Und auch diese Übung solltest du jetzt 20 Wiederholungen durchführen. 10 Mal je nach Seite. Wenn du deine Beine jetzt ein bisschen mehr streckst, sorgst du dafür, dass die Bewegung hauptsächlich jetzt nach unten gelenkt wird, auf den oberen Anteil von deiner Lendenwirbelsäule bzw. den unteren Anteil von der Brustwirbelsäule. Und auch hier nochmal nach unten fallen lassen, langsam zur Mitte zurück und dann in die Gegenrichtung. Qualität kommt vor Quantität. Wichtig ist, dass du bei der Übung auch die Dehnung spürst bzw. die Beweglichkeit von deiner unteren Lendenwirbelsäule. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dadurch unterstützt du meine Arbeit, damit ich weitere Videos für dich machen kann. Und dann legen wir auch los mit unserer dritten und letzten Übung. Wir haben schon für die Mobilität gesorgt und jetzt wird für die Kräftigung. Nur mit einer kräftigen und stabilen Muskulatur sorgst du dafür, dass diese Gelenke auch entlastet werden. Und für diese Übung brauchst du jetzt einen Stepper oder eine Treppe und du kannst die Übung noch zusätzlich verstärken, indem du jetzt ein Gewicht nutzt. Du solltest diesen Gewicht
mit beiden Händen festhalten. Und das Ziel von diesem Gewicht in diesem Moment ist, dass ihr zusätzliche Zugkraft ausübt. Du stellst die Füße hüftbreit auseinander und wichtig dabei ist, dass du versuchst, dein Gewicht auf den kompletten Fußsohle zu verteilen, dass du nicht nur auf dem vorderen Fuß stehst. Und diese Übung ist übrigens für die gesamte Lendenwirbelsäule, nicht nur für den unteren Anteil. Du beginnst die Übung, indem du jetzt halt den Kopf im Hals reinnimmst, machst eine Vorbeugung und dann beugst du vorwärts und versuchst weiter zu beugen, jetzt in der Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule ist noch gerade und als letztes in der Lendenwirbelsäule. Du versuchst so tief zu gehen, bis das Gewicht tiefer ist als deine Füße. Wenn jetzt das Problem eher ist, dass deine Knie, die Oberschenkel hinten, zu doll gedehnt wird, kannst du die Knie auch leicht beugen und dadurch kommst du jetzt noch weiter, was die Beugung der Lendenwirbelsäule betrifft. Bleibst da unten, spürst, wie diesen Gewicht dir einen extra Zug ausübt und dann jetzt erstmal die Gesäßmuskulatur anspannen, dann die Rückenmuskulatur anspannen, zuerst vom Rücken her, den unteren Rücken gerade werden, dann die Brustwirbelsäule und als letztes auch die Halswirbelsäule. Und jetzt nochmal das Gleiche von der Seitenansicht. Zuerst Füße breit auseinander, Fuß gut aufgestellt, den Kopf nach unten beugen, dann zuerst die Brustwirbelsäule und dann als letztes die Lendenwirbelsäule. Wenn du es kannst, versuche mal ganz bewusst dabei, die Knie durchgestreckt zu lassen und beug dich vorwärts, so weit wie du kannst. Das extra Gewicht wird dafür sorgen, dass du jetzt halt noch tiefer kommst. Wenn jetzt eher die Knie Schluss machen, dann Knie leicht gebeugt und dadurch noch weiter nach unten kommen. Richtig schön runde Rücken. Und dann 2 Sekunden da unten bleiben, Gesäßmuskulatur anspannen, Knie bleiben leicht gebeugt, wenn sie davor schon gebeugt waren. Gesäßmuskulatur anspannen, zuerst die Lendenwirbelsäule gerade machen, dann die Brustwirbelsäule und zu guter Letzt auch die Halswirbelsäule. Diese letzte Übung ist sehr anspruchsvoll. Du wirst aber durch den zusätzlichen Gewicht richtig schön Zug spüren und durch das Widerstand auch eine gute Kräftigung für deine Rückenmuskulatur. Du solltest diese Übung, wenn möglich, 10 bis 15 Mal wiederholen, dann 3 Serien. Garantiert wirst du aber merken, dass von Wiederholung zu Wiederholung du weiter nach unten kommen kannst. Und musst aber keine Sorgen haben. Ein krümmen Rücken ist nicht schlimm für deine Bandscheibe. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter bei der Behandlung von deinen Beschwerden. Wenn du aber weitere Übungen brauchst für die Stärkung deiner Rückenmuskulatur, guck dir dieses Video an. Und ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Video. Bis dahin!